Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer vierten Coding Challenge. Heute geht es tatsächlich um das Rotieren von Wörtern. Und ja, ganz kurz bevor wir zu der eigentlichen Aufgabe kommen, wieder mal die normalen Formalitäten. Achtet bitte darauf, dass ihr gültiges JSON bekommt und abschickt. Achtet auch darauf, dass diese URL nicht korrekt ist, sondern die URL steht in der Beschreibung. Achtet auf den End-Slash hier, wenn ihr den nicht reinmacht, dann bekommt ihr einen 404-Fehler. Ihr bekommt von dieser Challenges/4/URL bekommt ihr die Challenge über einen Get-Befehl und ihr könnt sie an Solutions/4, steht aber auch in der Beschreibung, mittels einem Post-Befehl hinschicken. So. Ja, wie soll dieser Postbefehl aussehen? Genau, ein gültiges JSON-Format. Achtung, ganz, ganz wichtig hier. Nicht einfach nur das hier als String hinschicken, nein, es muss JSON sein. Und das hier ist das, was vorne dran stehen muss, und dann kommt da einfach eure Lösung rein, wobei die Lösung dieses Mal eine Liste ist. Also das heißt eine JSON-Liste. JSON unterstützt genauso Listen wie immer. Hier sieht man es auch, dass es auch eine JSON-Liste sieht aus wie eine Python-Liste, ist aber eigentlich JSON, also hat nichts mit Python zu tun. Und hier kommt dann eben, keine Ahnung, Hallo, Welt und so weiter und so fort. Also das ist dann das, was ihr hinschicken müsst. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann bekommt ihr einen Success oder einen Error. Ansonsten habt ihr irgendwas mit euren Post- oder Get-Befehlen falsch gemacht, dann bekommt ihr einen 404-Fehler, wenn es nicht gefunden wurde, 403. Wenn ihr aus Versehen Get statt Post gemacht habt, 500, wenn ihr irgendein unbekanntes Format hingeschickt habt, wenn es kein gültiges JSON war oder sowas. Aber in den Normalfällen solltet ihr Success bekommen, wenn eure Lösung richtig war, oder Error, wenn eure Lösung falsch war. So, jetzt zur eigentlichen Aufgabe. Eure Aufgabe ist es dieses Mal, eine Liste an Wörtern, ich kann einfach mal diese Hallo-Welt-Liste hier kopieren, zu rotieren. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier als K, das ist ja hier oben angegeben, in dem Fall ist es jetzt 1303, aber sagen wir mal einfach, K ist 2. Dann rotiert ihr das Ganze, und zwar so, dass erst einmal rotieren wäre Welt, Hallo, das wäre einmal rotieren, und nochmal rotieren wäre natürlich wieder Hallo Welt. Das heißt, Hallo Welt wäre hier eure fertige Lösung. Wenn ich jetzt hier natürlich noch ein Element mehr habe, Hallo Welt Muhaha, das könnte ich eigentlich mal hier machen, dass ich die nicht immer gleich nenne, sonst wird es irgendwann langweilig. Dann ist natürlich einmal rotieren, Hallo, nee, Moment, einmal rotieren ist Muhaha, Hallo Welt, was auch Sinn machen würde. Und zweimal rotieren wäre dann Welt, das macht dann wiederum keinen Sinn, Muhaha, Hallo. Okay, das macht auch Sinn, irgendwie schon. Gut, und das wäre dann zweimal rotiert. Also es kommt natürlich immer auf die Liste drauf an, achtet aber darauf, dass Dinge, die rausrotiert werden, auf der rechten Seite wieder rein rotiert werden. Genau, das ist so die Aufgabe. Und ja, wie gesagt, hier einfach über einen Befehl, einen Postbefehl an die Lösung schicken. Und das war's auch schon für dieses Mal. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder sowas, dann schreibt ihr wieder einfach in die Kommentare rein. Es gibt so viele nette User, die euch ständig helfen. Ich bin natürlich auch da. Discord und so weiter ist natürlich auch ein super Ort zum sich austauschen. Und genau, ich würde euch natürlich wieder bitten, nicht eure Lösung hier zu posten, sondern unter das Lösungsvideo, das in ein paar Wochen oder in einer Woche, mal gucken, wieder am Samstag auf jeden Fall kommt. Und dort können wir dann auch gerne einen Vergleich machen über die Programmiersprachen und natürlich einen Performance-Vergleich, wobei ich dieses Mal tatsächlich nicht 5 Lösungen parat habe, wie die letzten zweimal. Aber mal schauen, vielleicht fällt mir noch eine zweite Lösung oder sowas ein. Aber auf jeden Fall fällt mir eine Sache ein, die man beachten sollte, aber die werde ich jetzt hier nicht spoilern, da sollt ihr selber drauf kommen. Genau, genau, was habe ich sonst noch? Wäre natürlich wieder mal interessant, die Performance-Benchmarks haben wir die letzten zweimal auch schon gemacht, zu sehen. Das heißt, wie schnell ist von mir aus eine C-Anfrage oder das Ganze in C zu schreiben, wie schnell ist es, das Ganze in Python zu schreiben, Lua, was weiß ich, was ihr alles noch gemacht habt. Ihr seid so vielfältig, da kommt eh niemand hinterher, und das finde ich mega, mega geil übrigens. Und ja, da kommt wirklich einiges zusammen. Ich finde das hier so toll. Muss ich einfach mal loswerden. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ne? Egal. Auf jeden Fall, ihr seid herzlich dazu angehalten, hier Performance und so weiter unten drunter zu posten, anderen Usern natürlich immer zu helfen, und das nächste Mal aber dann bitte erst euren Code wirklich zu posten, also nicht unter dieses Video, sondern unter das nächste. Gut, und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns bei der Lösung wieder. Bis dann, ciao.